Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um den sogenannten Meet in the Middle Angriff. Nicht Man in the Middle, sondern Meet in the Middle. Ich habe mich nicht verschrieben, der heißt wirklich so. Ihr werdet auch sehen, warum der so heißt. Ist ein Angriff auf den 2-Des und kann man auch auf den 3-Des rüberbringen, so ein bisschen zumindest. Und ja, ihr könnt ja selber mal probieren, wie das Ganze beim 3-Des dann aussehen würde. Ich zeige es euch heute beim 2-Des. Dazu mache ich hier erstmal ein bisschen Platz. Und es bleibt natürlich immer noch zu viel stehen. Das soll alles weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Okay, super. Also darauf wollen wir jetzt einen Angriff machen. Und jetzt sagen wir erstmal hier, wir wollen Namen haben. Also letztes Mal haben wir das hier M genannt. Das war sozusagen mein Klartext. Und das hier hinten nennt sich C. Das könnt ihr jetzt gerade noch so sehen. Hier, dieses C ist mein Chiffrat. Und jetzt gebe ich dem hier in der Mitte auch noch irgendwie einen Namen. Sagen wir da einfach mal C Stern dazu. Wobei das wirklich jetzt komplett willkürlich ist. Also ihr könnt das Ding auch, keine Ahnung, nennen wir es X. Warum nennen wir es nicht einfach X? X ist schön. Okay, so und jetzt wollen wir natürlich X haben, wie immer. Und ja, wir wissen, dass wir einen einzelnen Des brute forcen können. Das geht. Er hat 56 Bit, also können wir es in 2 hoch 56 Schritten brute forcen, indem wir einfach alles ausprobieren, jede 0 oder 1. Was pro Bit 2 mal ausprobieren bedeutet, also 0 und 1 ausprobieren. Das heißt insgesamt 2 hoch 56 brauchen wir, also Schritte oder Recheneinheiten oder wie auch immer. Und ja, was wir jetzt benutzen wollen, ist, dass wir einen einzelnen Des schon brute forcen können, aber 2 können wir nicht. Also 2 hoch 119 oder sowas, nee, 112 ist zu viel. Deswegen sagen wir, okay, wir benutzen doch einfach mal das, was wir können. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, wir nehmen oder wir brauchen, das nennt sich jetzt übrigens Known Plaintext Attack, also quasi, wenn ich ein paar Chiffrat- und Klartextpaare habe, sagen wir einfach mal, ich habe gegeben, ich habe mein Gegenüber gut ausgehorcht, ich weiß, dass er die Nachricht Hello oder sowas geschickt hat und ich weiß, dass diese Nachricht verschlüsselt irgendwie sowas hier ist. Und also die hier kann ich natürlich in Bits umwandeln, dann kommt hier auch sowas mit Einsen und Nullen raus. Und von diesen Paaren hier, also ich weiß, dass zu diesem gewissen M dieses Chiffrat gehört. Daraus kann ich dann diesen Angriff ableiten. Sagen wir einfach mal, wir haben ein paar von diesen M und Cs und wir wollen jetzt rausfinden, was die Schlüssel sind, damit wir zukünftige Nachrichten besser abhören können, damit wir nicht jedes Mal brute forcen müssen, denn der Schlüssel bleibt ja eigentlich gleich. Okay, mal angenommen, wir haben diese Dinger, dann können wir hier einfach mal den Key K1 brute forcen. Wir schreiben uns jetzt sozusagen also eine Tabelle und in diese Tabelle rein schreiben wir uns alle 2 hoch 56 Möglichkeiten, wie M aussehen könnte für jedes K1. Also dieses K1 wird jetzt sozusagen gebrute forced. Und da schreiben wir dann rein M1 gleich zum Beispiel, oder nein, halt X1 müsste es dann sein. Komm schon. X1 ist dann zum Beispiel keine Ahnung, irgendwie sowas hier. Das ist jetzt natürlich auch nicht von den Bit oder sowas abgezählt, also keine Sorge. Und hier schreibe ich mir dann auf, okay, X1 ist dann der Key, also X1 bedeutet dann, ich habe hier den Key K1 ist gleich und dann halt 0000. Ach, Manno. So einige Nullen und dann halt hinten eine 1. Das ist mein erster Schlüssel. Okay. Und das mache ich jetzt mit allen Schlüsseln, die mir zur Verfügung stehen. Sprich, ich mache das, bis ich am Ende hier 56 mal eine 1 stehen habe. Das heißt, ich kriege hier 2 hoch 56 verschiedene Möglichkeiten für mein X. Die muss ich natürlich noch irgendwie speichern. Und das ist der größte Schwachpunkt bei diesem Angriff, aber darauf kommen wir nachher. Okay, also nehmen wir einfach mal an, ich habe diese Tabelle mit meinen X drin. Und sagen wir hier jetzt einfach mal X. 2 hoch 56 habe ich keine Ahnung, was es ist. Ich schreibe einfach 2 hoch 56 so hin. Ist gleich und dann haben wir hier, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen. Dabei werden wahrscheinlich relativ viele ungleiche Paare rauskommen. Also die Dinger werden sich eigentlich selten wiederholen. Normalerweise eigentlich, ja, nicht. Aber egal. Und was ich jetzt mache ist, ich benutze mein Chiffrat C hier und brute force K2 sozusagen. Upsala.
Das bedeutet, ich sage, okay, wenn ich mein Chiffrat, ich habe ja hier mein Chiffrat, so wie es sein sollte, dieser komische Bitstring hier, den entschlüssele ich jetzt, ich kann ja auch das entschlüsseln, wie ich möchte, mit dem Key und dann sage ich jetzt halt, okay, ich fange mit dem ersten Key an, also nur Nullen und höre mit dem Key nur Einsen auf. Das heißt, ich mache das Ganze hier auch 2 hoch 56 Mal, ja? Und dabei kommt dann hier wieder so ein gewisses X raus. Und was ich jetzt allerdings mache, ist, ich schaue, ist das, was ich hier jetzt beim Entschlüsseln von C mit irgendeinem K rausbekommen habe, ist es in der Liste drin? Und wenn ja, dann notiere ich mir die Schlüssel, die zusammengehören. Das heißt, ich habe zum Beispiel für x1 kommt am Ende noch ein Chiffrat, also wenn ich beim Dechiffrieren kommt dann zum Beispiel auch noch ein Key K2 raus. Und der ist dann halt irgendwas anderes. Denn es muss ja nicht sein, dass ich hier jetzt auch wieder den ersten Schlüssel benutzen kann, den ich finde. Also zum Beispiel, mein x1 ist jetzt zum Beispiel von dem Key 1, also wirklich nur Nuller und sonst nichts, ist dieses x1 hier rausgekommen. Und ich brute force jetzt zurück mein C beim Entschlüsseln und notiere mir dann, okay, wenn ich das X rausbekomme, dieses entschlüsselte C, dann habe ich den Schlüssel, zum Beispiel diese paar Nullen und 3 Einsen am Ende gehabt. Das war dann sozusagen das hier und die beiden gehören zusammen. Das heißt, ich weiß am Ende, okay, wenn ich jetzt mein M mit dem Schlüssel nur Nullen verschlüssele, kommt in der ersten Runde hier nach dem ersten Des, kommt das hier raus und wenn ich danach mit dem K2, der ist dann das hier, verschlüssele, dann kommt mein Chiffrat raus. Und das mache ich für jede dieser 2 hoch 56 Möglichkeiten. Ja? Und da ich ja meistens diese Paare finden werde, denn es ist ja immerhin, beziehungsweise es soll ja immerhin so sein, dass jedes M hier zu jedem, also nach einmal des aufrufen, zu jedem X verschlüsselt werden kann, je nachdem, was für ein Key rauskommt. Und dann werde ich relativ viele von diesen Paaren hier haben, aber ein paar kann ich vielleicht schon rausschmeißen. Mal gucken. Also notiere ich mir immer, was für Paare hier für K1 und K2 ich habe. Also quasi ich notiere mir das X und sage, okay, verschlüsseln mit K1, der ist so und entschlüsseln war mit K2, der ist so und so. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar tausend Millionen, keine Ahnung wie viele Paare von Xen hier drin stehen. Okay. Und was ich dann mache ist, ich nehme mein nächstes Paar, das ist zum Beispiel nicht Hello und dieses 1, 1, bla bla bla, sondern das ist zum Beispiel Hi und dann hier halt, keine Ahnung, ein paar Einser und ein paar Nuller, sowas in der Art. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Ich benutze alle Keys, die ich hier noch zur Verfügung habe und verschlüssele mein M. Dabei kommt wieder ein X raus. Und dann entschlüssele ich, also ich habe ja hier in dieser Tabelle x1 für dieses K2 rausbekommen. Das heißt, ich kann mit dem Schlüssel, der nur Nullen enthält, kann ich erstmal M verschlüsseln. Und dann kann ich mit dem K2, den ich hier hinten mir aufgeschrieben habe, kann ich das zugehörige C, also das hier, kann ich dann wieder entschlüsseln mit diesem K2. Und dabei kommt wieder ein X hier in der Mitte raus. Und wenn dieses X nicht dasselbe ist, wie das, was ich beim Verschlüsseln von M rausbekommen habe, dann kann ich den Eintrag aus meiner Tabelle rausschmeißen. Und das muss ich jetzt halt leider machen für alle Einträge, die ich noch hier in meiner Tabelle habe. Und am Ende habe ich vielleicht noch so ein paar wenige Einträge übrig, denn die Wahrscheinlichkeit, dass das ein paar Mal passiert, die ist wirklich verdammt gering. Und ja, dann habe ich vielleicht noch ein drittes Paar mit, keine Ahnung, how are you oder sowas. Und habe dann hier noch ein Chiffratpaar, probiere das dann aus, aber nur noch für die ich jetzt hier in meiner Tabelle drinstehen habe. Das sind wahrscheinlich nicht mehr viele. Und wenn ich das dann wirklich so lange gemacht habe, bis hier nur noch ein einziges Ding stehen bleibt, dann habe ich meine Keys gefunden. Ja, so viel wie ich jetzt gelabert habe, so anstrengend ist die Attacke auch für den Rechner. Und zwar kommt dabei Folgendes raus. Denn wie ihr gesehen habt, brauchen wir hier diese Tabelle. Und die braucht 2 hoch 56 Einträge in jedem Fall.
und vielleicht können wir noch ein bisschen effizient speichern, aber wir müssen auf jeden Fall jedes dieser Xe speichern, mindestens einmal. Da kann man vielleicht noch ein bisschen tricksen, aber besser als 2 hoch 50 wird es auf keinen Fall. Eigentlich 2 hoch 60 Bit ist, glaube ich, das Beste, was man da hinbekommen kann. Und das ist relativ viel. Ich glaube, 2 hoch 60 Bit sind dann ungefähr sowas wie ein Exobyte oder sowas. Ja, das heißt, wir müssen hier ein Exobyte an Daten speichern, um einen einzigen Key oder einmal zwei DES brechen zu können, also für diese Keys hier K1 und K2. Das heißt, wir brauchen ja, 1 Million Festplatten mit jeweils einem Terabyte und die kosten schon ordentlich. Das kann sich die NSA vielleicht leisten, aber in der Praxis wird sie das wahrscheinlich relativ selten tun. Und ja, deswegen ist der 2DES eigentlich, also dieser Angriff hier relativ unpraktikabel, aber wahnsinnig cool in der Theorie. Und ja, im Prinzip kann man den 2DES immer noch benutzen, aber wie gesagt, es gibt diese wunderbare Alternative, nämlich den AES und den zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt verstanden, warum dieser Angriff cool ist und warum er auch absolut nicht praktikabel ist. Gut, wir hören uns. Bis dann. Ciao.